Kenia an der Grenze zur Masai Mara in der Regenzeit. Ein Fluss ohne Brücke und wir müssen auf die andere Seite. Selbst die Locals bleiben mit ihren Toyotas stecken und wir müssen eine Entscheidung fällen. Das ist der Ausgangspunkt und jetzt geht es weiter. Viel Spaß dabei. Die fahren zurück. Die wenden. If the locals are not going through, we are not going through. Tatsächlich riskieren wir es nicht, unser Zuhause auf Rädern zu versenken. Doch wenn eine Türe sich schließt, öffnet sich gewöhnlich die nächste. Wir dürfen weiter träumen. Mann, liebe Leute, ihr habt mir mit euren Kommentaren ganz schön Druck gemacht und danke dafür, dass ihr mir das locker zugetraut habt. Doch, ich bin nicht durchgefahren. Das wird jetzt viele enttäuschen, mich ehrlich gesagt natürlich auch. Und warum ich nicht durchgefahren bin, das erzähle ich euch am Ende des Films nochmal in Ruhe. Also bis später. Ciao. Also. Ja, auch alles Schlechte, was Gutes. Das eine ist, dass ich ja schon ein bisschen von meiner eigenen Feigheit und meiner Courage jetzt etwas Wehmut habe. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt einfach nochmal Plan B probiert und sind an das Gate von der Masai Mara gefahren, weil das ist die zweite Option, die wir haben, durch die Masai Mara weiterzufahren als Transit, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Und was ist? Sie haben uns einfach gleich das Gate aufgemacht, da waren wir schon etwas irritiert und wir dürfen hier jetzt kostenfrei durchfahren. Wir fahren durch die Masai Mara! Oh, Entschuldigung, aber geiler Tag das ist der Traum von mir. Es ist zwar nur eine kurze Transitstrecke, aber ist scheißegal. Ich bin in der Masai Mara. Kutzi, Löwi, Knu. Alles hat ja sein Gutes. Büffel, noch mehr Büffel, Tiere. Ach, es ist ein Traum. Wasserbock. Da draußen ist die Weite der Masai Mara. Einfach nur auf der Zunge zergehen lassen, die Masai Mara. Da drüben ist alles voller Giraffen hinter den Büschen. Ein ganzes Feld voller Giraffen. Direkt vor uns eben auf der Piste war gerade irgendeiner der afrikanischen Adler, ich weiß gerade nicht welcher das war, und hatte den Hasen gerade am Wickel gehabt. Und weil wir kamen, hat er jetzt halt mal aufgehört, unseren Hasen zu nagen und hat ihn mal liegen lassen. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt gleich hier weg sind, dann geht er sich wieder seinen Hasen holen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Yvonne und René und wir leben unseren Traum. Wir reisen seit Anfang 22 in unserem Toyota Land Cruiser durch Afrika und befinden uns gerade in Kenia in der Masai Mara. Die Aufgabe der Flussquerung für uns aus der Episode der letzten Woche hat uns diesen Traum noch ermöglicht. Uns wird ein kostenloser Transit durch den Park gewährt, der ihn zwar nur am Rande streift, aber dennoch unsere Glücksgefühle um ein Vielfaches verstärkt. Hier sehen wir etwas, was wir bisher wirklich noch in gar keinem Park gehabt haben. Wir sind ja jetzt gerade innerhalb der Grenzen der Masai Mara. Hier hüten die Masai ihre Rinder und auf der anderen Seite ist Wild, also des Tracks. Alles innerhalb des Parks. Habe ich schon mal gesagt? Wir sind in der Masai Mara. Während wir jetzt hier unsere kurze Fahrt durch die Masai Mara versuchen zu genießen, haben wir jetzt irgendwelche furchtbaren Klonggeräusche, Knackgeräusche unter unserem Auto, können sie aber natürlich noch nicht richtig lokalisieren, weil hier darf man ja auch natürlich auch offiziell wieder nicht aussteigen. René hat jetzt einen Quick-Check einmal rund ums Auto gemacht, aber nichts dabei gesehen. Wir wollen jetzt erstmal versuchen, raus aus dem Park zu fahren, bevor wir irgendwie wirklich liegen bleiben.
Und vor allen Dingen wollen wir nicht, falls wir irgendwelche imaginären Zeitlimits, die es hier gibt und die wir nicht kennen, überschreiten. Für den Transit? Für den Transit, dass wir dann doch irgendwie volle Tagesgage hier bezahlen sollen oder sowas. Weil bisher sind wir ja für umsonst hier drin. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir ans Gate, ob sie uns da auch wirklich so unkompliziert rauslassen. Das war's. Das finde ich ja sehr erstaunlich. Ja, manchmal klappen auch Dinge Manchmal einfach so. klappen wirklich einfach Dinge so. Jetzt sind wir wieder außerhalb der Masai Mara. Können wir unserem Klong vielleicht ein bisschen nachgehen. Ihr ahnt, wo wir hinfahren. Mitten in den Regen hinein. Ganz schön schwarz. Es ist erst 4 Uhr. Ja, da wird das Auto wenigstens mal gewaschen. Oh, da kommen schon die ersten Tropfen sogar. Und jetzt sind wir mittendrin. Eigentlich sollte dieser Monat doch ein regenfreier Monat für Kenia sein, aber es ist wohl irgendwie auch. Schönen guten Morgen. Das sah hier gestern aber auch noch ein bisschen trockener aus. Da hinter uns, das war gestern nur so ein kleines Bächlein und das ist jetzt quasi schon so eine Art kleiner Fluss, der da fließt. Das ist deswegen, muss man auch immer aufpassen, wo man sich hinstellt. Also ich habe damit gerechnet, dass das hochgeht und selbst wenn es jetzt höher gekommen wäre, das ist nicht so schlimm gewesen. Aber da muss man schon immer ein bisschen aufpassen. So, jetzt wollten wir euch mal von unserer heutigen Nacht mal wieder erzählen. Ich glaube, Yvonne darf mal anfangen. Ich will das gar nicht, weil ich krieg ja immer, ich zeter dann wieder so. Also, wir haben hier, wir sind zwischen der Masai Mara und Nairobi unterwegs und hier gibt es keine offiziellen Plätze, wo man schlafen kann. Und deswegen haben wir uns einfach irgendwann mal einen Platz gesucht, der hier neben der Straße ist, wo kein Zaun ist, wo wo man sieht, dass es kein privates Gelände ist. Also wir stehen noch extra dicht an der Straße. Wir sind also nicht irgendwo hinten ins Gestrüpp reingefahren. Normalerweise die Tendenz, wir versuchen so ein bisschen zu verstecken, dass wir im Gestrüpp drin sind. Aber dann denken wir, okay, fahren wir hier wieder auf Private Land oder sowas, was man halt nicht unterscheiden kann. Und dann gibt es wieder Schimpfe und Schelte. Also haben wir uns schön brav hier keine 20 Meter von der Straße weggestellt. Ruhige Nacht habe ich eh schon abgehakt. Dann liegen wir im Bett. René schläft eh schon seligst. Und ich meine, wir werden den ganzen Nachmittag gesehen. Wir haben vielleicht um 4 oder halb 5 haben wir hier angehalten. Ich möchte auch schon, machen wir bewusst, damit man sich schon mal an uns gewöhnt. Und wenn es einen stört, dass wir da stehen, hat er relativ lange im hellen Zeit zu sagen, nee, das finde ich doof. Dann kann man verhandeln, wie es weitergehen soll. Aber nein, passierte ja nichts. Und dann plötzlich klopft es. Hallo, hallo. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, es war 12:30. Dann stehen hier 2 sehr aufgebrachte Menschen Männer vor unserem Fenster, vor unserem Auto und erzählen uns was Private Land und haben uns hier furchtbar angemacht, was wir hier machen würden und wollten utopische Summen für die Nacht. 10.000 kenianische Schilling. Ja, sie fingen mit 100.000 an. 100.000, das wären ungefähr 650 $, Euro. Dann haben wir gesagt, ja okay, wir bezahlen was, aber wir bezahlen so 500 Schilling pro Nase. Das hätten wir bisher immer auf Community Land gemacht. Hin und her. Mein Mann wollte dann vor allen Dingen auch noch immer diskutieren und wurde dann auch böse. Und die wurden echt fuchsig da draußen. Ja, ich muss sagen, mich hat das gestört. Die waren halt aggressiv und haben uns da angemacht. Und da gab es eigentlich keine Veranlassung zu. Und das ist etwas, was ich dann irgendwann auch nicht mag. Na gut, ich muss immer mal wieder ein bisschen zurückrudern. Wenn bei uns zu Hause wirklich einer ständig auf Private Land parken würde, würden wir auch irgendwann pisst sein. Deswegen versuche ich das dann immer so ein bisschen zu relativieren. Aber es ist hier halt nicht ersichtlich und es ist hier großes freies Land und wer weiß, ob es deren Private Land war, weil so viel Private Land ist auch immer relativ. Na gut,
Schwamm drüber. Auf jeden Fall haben wir mit denen hin und her diskutiert und hin und her und die wurden wirklich richtig pisst. Also ich habe mir irgendwann Sorgen gemacht, die können ja auch irgendwann mal irgendwas aus der Dosentasche holen oder eine Machete oder, ja. Und deswegen, also im Endeffekt war es so, wir haben 3.000 Schilling bezahlt, das entspricht ungefähr $20. Und stehen halt hier jetzt immer noch. Also ist ein utopischer Preis für das hier, muss man Na klar, immer. ganz klar Aber sagen. ist ja egal, wir haben irgendwas gemacht, was denen nicht gepasst hat. Wir sind Gast in deren Land und wir haben es einfach verkackt. Für mich wieder ganz klar, es war das letzte Mal, dass ich mir wieder ein Wildcamp versucht habe zu suchen. Aber es ging halt hier jetzt gerade mal nicht anders. Jetzt, meine Nacht fing halt dann noch später an. Keine Ahnung, wann ich eingeschlafen bin. Mein Mann hat auch ein bisschen Schwierigkeiten sogar gehabt zum Einschlafen, was er ja sonst nie hat. Na gut, so ein bisschen Aber erregt ist mir irgendwie dann danach. Das ist ja schon ein bisschen aufregend, da mitten in der Nacht aus dem Bett geklopft zu werden, mit da wilden Jungs da rumzuzackern und ja. Wie gesagt, dann habe ich mich einfach darüber geärgert. Das war einfach keine Art. Also das hätte ganz anders ablaufen können, aber das war, ich weiß nicht, ob der eine vielleicht sogar ein bisschen angetrunken war. Die Möglichkeit besteht halt auch. Ja. Genau. Aber Deswegen diskutiere ich ja noch weniger mit denen nachts um 12:30 rum. Wir fahren jetzt mal nach Nairobi und da gehe ich mal waschen auf dem Campingplatz. Da wollte ich nämlich schon immer hin. Die haben nämlich eine echte Waschmaschine. also in diesem Sinne, wie immer, heißt es Obacht geben bei der Nachtplatzwahl. Ja, anstrengend manchmal. Aber zu Hause wird man sich denken, ah ja klar, die sind auf privatem Land. Weiß man hier immer alles nicht. Bis zum nächsten Mal. Unsere Fahrt nach Nairobi gestaltet sich echt wieder hübsch. Jetzt sind wir gerade durch ein Nebelfeld, weil über einen Berg und jetzt kommst du hier wieder in so ein leicht sonniges Tal. Wir kämpfen uns jetzt hier bestimmt schon eine halbe Stunde diesen Berg hoch. Nicht, weil wir so langsam sind, sondern weil wahnsinnig viel Verkehr hier ist. Und halt auch immer wieder LKWs vor uns sind, die sehr langsam sind, die uns dann natürlich dadurch auch ausbremsen. Das Schöne ist, hier sind überall auch so Souvenirshops. Hier gibt es irgendwie komischerweise gerade viele Felle zu verkaufen. Das ist irgendwie eine Feldstraße. Und hier wird wahnsinnig überholt. Da hat keiner irgendwie Rücksicht. Aber gleich haben wir es geschafft. Und auf der anderen Seite ist bestimmt dann schon Nairobi zu sehen. Hier bei der Autobahnauffahrt hatten wir wieder dieses furchtbar krachende Geräusch auf meiner Seite. Wenn der Wagen verschränkt stark ein ausfedert, dann macht es ein sehr starkes metallisches Knallen, Knollen, was auch immer. Klingt fürchterlich. Jetzt muss ich da unten mal gucken, was da das Problem ist. Wir sind jetzt im Moment gerade auf eine Schnellstraße, die durch Nairobi führt, draufgefahren. Ich gehe mal Jetzt kurz raus. will er mal hier unter das Auto krabbeln. Hab's gefunden. Ein Stabilager ist vorne abgerissen. Ein Stabihalterlager ist kaputt gegangen. Das war doch schon mal. Da waren nur die Gummis kaputt. Jetzt hat es den ganzen Halter zerfetzt. Aha. Und? Ist das schlimm? Ja, ich überlege, ob ich das jetzt notflicke oder Hier. ob wir erstmal so weiterfahren. Ich glaube, Wir fahren jetzt erstmal vorsichtig so weiter. Es sind 34 Kilometer noch. Ja, machen wir das so. Ich wasche mir nur noch die Hände. Solltest, genau. Das Was? war sehr schön, dass du dich gewendet hast. Du bist einfach nur dreckig hinten. Komplett. Komplett. Das solltest du mal ausziehen und das bist du ja gewohnt oben ohne. Zum Glück fahren wir jetzt auf dem Camp, die haben eine Waschmaschine. Wir sind ja jetzt im Großraum Nairobi und man merkt eindeutig, Verkehrsregeln gibt es hier nicht. Hier wird rechts, links, vorne, hinten überholt in den Kurven, bei Gegenverkehr, vollkommen scheißegal. Einspurig wird zu dreispurig. Das ist ähnlich wie in Kampala in Uganda. Das war ja bisher, muss man ganz klar sagen, unser höllischstes Fahrerlebnis. Und wir lieben ja eigentlich Großstädte, gerade afrikanische. Aber das war dermaßen ungeordnet und vor allen Dingen einfach in jede kleine Ritze wird sich noch reingezwängt. Das ist halt
was eh schon lange dauert, dann noch länger dauert. Und ja, hier muss man einfach wirklich Obacht geben und länger leben und halt ordentlich fahren, aber halt irgendwie versuchen, doch auch zu seinem Recht zu kommen. Oh, ach, da haben wir es gehört, bei so harmlosen Variationen noch. Tatsächlich kann einem so ein Fahrzeuggeräusch körperliche Schmerzen bereiten, denn wir sind ja auf unser rollendes Zuhause angewiesen. Somit legen wir die verbliebenen Kilometer zu der unter Reisenden sehr bekannten Unterkunft Jungle Junction sehr vorsichtig zurück, was mitunter bei den Schlaglöchern auf der Straße etwas schwieriger ist. Wir nähern uns unserem Ziel in Nairobi, der Jungle Junction. Das ist eine Lodge oder ein Gasthaus, das geführt wird von Deutschen. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Es soll auch ein Meeting Point für Overländer sein, aber wahrscheinlich habe ich da zu viel Hoffnung. Normalerweise vielleicht treffen wir ja andere Leute da mal. Das wäre ja schön. Ich gehe mal davon aus, dass das nichts wird. Der Platz ist nicht nur Treffpunkt von Reisenden, man kann hier auch auf dem großzügigen Gelände sein Fahrzeug abstellen, wenn man die Reise unterbrechen muss. Von den Hunden haben wir uns jetzt schon begrüßen lassen und jetzt machen wir mal so eine Platzrunde. Komm, mein Hase. Die muss daddeln, das funktioniert wieder nicht. Ich hab jetzt wieder WLAN. Und da sind die pinken Busse. Die Overländer Busse. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da würde ich ja auch gerne mal wissen, wie lange die Dinger schon hier stehen, ob die noch... Die Autos? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Die rosa Bosana. Dann springe ich jetzt mal in meine Arbeitskleidung rein und reiß mal den Stabi da unten raus und gucken mal, dass wir das irgendwie repariert kriegen. Und falls wir noch Teile brauchen, müsste Nairobi ja ganz gut dafür sein. Was machst du da jetzt? Ich baue jetzt mal den Stabi wieder aus, damit ich vorne das beschädigte Stabilager irgendwie reparieren kann. Die Aufnahme ist kaputt gegangen. Kann man so fahren? Man kann auch ohne Stabi fahren. Ist ja ein Toyota, fährt immer. So, und das eigentliche Problem ist das hier, dass der Stabi hier in diesem Halter drinnen sitzt, mit diesem Auge. Hier drüben hat er aber die Schraube verloren, die Gegenschraube also die Mutter von der Schraube. Und dadurch konnte das rauswandern und dann hat sich der ganze Mist hier verbogen. Das Ding ist hier abgesprungen und ist hier rumgeschlagen, wie sich das nicht gehört. Aber kann man sich wieder selber auf die Fahne schreiben, weil hätten wir früher mal geguckt, hätten wir das im Vorfeld schon sehen können, dass da eine Schraube fehlt. Also Leute, immer mal unter das Auto gehen, mit Liebe überall durchkriechen, mal alles anfummeln und gucken, wie es so ist. Und jetzt muss ich das Ding nur irgendwie wieder gerade, aber den können wir irgendwie gerade kloppen, da haben wir doch ein wunderbares Hölzchen. Das fummeln wir jetzt mal dahin. So, das kriegen wir schon. So, zack, mal den Hammer. Jetzt brauche ich aber meine 2 Hände, das mache ich euch mal aus. Das wird nix. So. So, das sieht doch wieder ganz gut aus. Tipptopp. Die Schraube kann man auch noch verwenden. Brauchen wir nur mal eine neue Mutter dafür. Das ist eine Schraube mit Feingewinde. Das heißt, es hat eine andere Steigung und deswegen werden meine ganzen normalen Muttern gar nicht passen. Dann ist das Gewinde ja noch ein bisschen zerwienert. Deswegen immer hier so eine kleine Schraubenbox dabei mit diversen Schrauben, damit man sich sowas auch mal schnell basteln kann. Und das sieht doch schon ganz gut aus.
Hat zwar kein Feingewinde, jetzt gucken wir noch, ob wir noch eine selbstsichernde Mutter finden oder kleben die danach mit Loctite einfach fest. Ich hatte mich ja die ganze Zeit schon auf Nairobi gefreut, nicht weil der Platz hier so schön ist, sondern weil ich weiß, dass hier eine Waschmaschine ist. Neben der Waschmaschine für die Kleidung, die ich heute nicht mehr angehen werde, weil das muss an der Luft getrocknet werden und unsere Bettwäsche und sowas braucht ja dann einen Moment, gehe ich jetzt aber bei hier auch an unsere ganzen Teppiche, weil draußen wird es gerade schon wieder richtig warm und die sehen ja aus wie Sau. Nicht, dass die übermorgen sehen sie ja bestimmt wieder so aus, aber zwischendrin müssen sie halt mal sauber gemacht werden. So, ich mache mal hier die Teppiche. Die haben es bitter nötig. Sowas ist halt Handarbeit. Erstmal einweichen und sie dann mit Waschmittel. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch an die Folge, wo wir am Lake Victoria standen in Uganda und diese Fliegenpest hatten. Und das sind jetzt alles noch, ich war jetzt gerade laufen gewesen, komme zurück, da hat meine Frau das ganze Auto halb zerlegt. Und hinter den Rollos, hier noch, das sind ja Tausende, das sind alles lauter kleine Fliegen, die sich da überall hinter den Rollokästen aufbewahrt haben, eingelagert haben. Ich frage mich, ob man es rauchen kann vielleicht. Ja, bei Essen bestimmt. Oh, das ist Wahnsinn, gell? Seht ihr jetzt, was ich meine? Das sind alles Fliegenleichen. Und unser Staubsauger funktioniert nicht. Das ist echt dämlich. Das ist auch ganz interessant für jeden, der sich fragt, warum wir in so einem kleinen Auto einen Staubsauger dabei haben. Genau für sowas. Weil es ist halt hier überall hinten dran. Okay. Wir versuchen jetzt gerade, oder René versucht jetzt gerade, unseren Staubsauger zu überbrücken, dass wir den jetzt mit Strom benutzen können. So, gucken wir, ob er geht. Ah ja. Das war's. Okay, das schon mal nicht. Okay, nächster Stuhl. Weil ich brauche ihn. Probier's. Jetzt versucht er den Akku zu überbrücken. Weil ich möchte, dass die gute Hausfrau, dass die auch was schaffen kann. Dass die ihrem Job nachkommt. Genau, das wäre Katastrophe sonst. Sonst wird die mich mit diesen Tätigkeiten belästigen womöglich. So, jetzt probieren wir das mal den hier reinzustecken. So, einmal das, der sitzt. Stecken wir noch nicht. Der hier wieder rein. So, jetzt probierst du, was passiert. Oh, das wäre ja geil. Naja. Ist wieder ausgegangen, ja? Ja. Mach nochmal. Jetzt? So, wenn der Feinelektroniker mal das ganze Gerät hier zerlegt hat und natürlich genau weiß, wie hier dieser Schaltplan von dieser Platine ist, in Wahrheit hat der Typ überhaupt keine Ahnung davon, aber er sieht hier einen Elektromotor und da geht ein schwarzes und ein rotes Kabel rein. Das heißt, das muss Plus und Minus sein. Jetzt probiere ich einfach direkt da Strom drauf zu geben, dann mache ich diesen ganzen Mumpitz da weg, wenn es danach geht. Also testen wir erstmal. Geben wir einmal kurz Strom da drauf und gucken, was passiert. Jetzt hauen wir hier einfach mal direkt Strom drauf und gucken mal, was passiert. Nix. Es hat einmal kurz gebitzelt, das war es dann auch schon. Kurzbitzeln, das war es dann, ist also auch nicht ganz so vielversprechend, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen ziehen wir jetzt hier noch mal ein paar Stecker ab. Da hängt hier noch irgendwas an dieser Platine dran. So. Probieren wir das noch einmal. Muss doch gehen.
Ne, jetzt haben wir nicht irgendwas anderes durchgeschossen. Okay, also ich mache die Kamera mal wieder aus, weil bis das jetzt hier erledigt ist, ist es eh über der Frühstückszeit. Hier sieht es aus wie Sau. Der Mann hat sein Spül vom Vorabend noch nicht erledigt. Jetzt habe ich den Motor da einfach von der Platine ja auch mal abgeklemmt. Und was sehe ich? Da in dem Motor steckt auch noch eine Platine. Das kann doch alles nicht sein. Da muss doch nur so ein Elektromotörchen, ein bisschen Magnete müssen sich doch da bewegen. Das ist doch alles. Da brauchen wir doch nicht viel dazu. Aber die machen einem echt das Leben auch schwer, finde ich. So, nachdem ich jetzt hier mal schön die Küche erstmal sauber gemacht habe, mache ich sie gleich erstmal wieder dreckig. Weil ich habe ja jetzt rausgefunden, wie das hier geht mit dem Fenster. Und dann machen wir das mal schön selber. Muss nicht auf meinen Mann warten. Lecker. Hm? Weil hier hat es nämlich schön festgebeppt. Weil ja hier immer gekocht wird. Und da, wie geht's raus hier? Ich muss vielleicht ein bisschen höher machen. Ja. Und jetzt wieder hier rüber schieben. Das ist lecker, hä? Wahnsinn. Und was aus der Staubsaugerreparatur geworden ist, das kann ich euch zeigen. Nicht. Das hat leider nicht geklappt, mein Plan. Jetzt habe ich es aufgegeben. Ich mache schon so lange mit dem Ding immer wieder rum und ich habe einfach die Nase voll jetzt. Schluss damit. Ich fahre jetzt seit ungefähr 2 Jahren so eine Plane mit mir spazieren, die ich mal in Botswana gefunden habe. Und die habe ich ab und zu mal als Seitenabdeckung genommen für unsere Markise. Und jetzt bin ich aber gerade dabei, ich brauche dringend mal eine Abdeckung fürs Reserverad, damit das nicht immer so in der Sonne hängt. Und jetzt baue ich mir hier gerade eine Reserveradplane da hinten dran. Habe jetzt mal angefangen, ich mache jetzt hier, habe ich mir den ersten Druckknopf gesetzt. Ich mache das so, dass man das hier drüben befestigen kann, dann spannt sich das nachher im Prinzip gerade so drüber. Dann will ich das aber gar nicht komplett zerschneiden, sondern will es im Zweifelsfall auch nochmal als Seitenteil für die Markise wieder benutzen können. Deswegen probiere ich das so multifunktionell wie möglich zu lassen. Aber schauen wir mal, was draus wird. Ich werde es euch zeigen. Es handelt sich genauer gesagt um eine Markise eines Offroad-Trailers, die die Südafrikaner gerne nutzen. Und wir haben sie inmitten einer Schlammlache versteckt entdeckt, aber keinen Besitzer dazu mehr ausfindig machen können. Und so lebt sie jetzt bei uns einfach weiter. Wir haben jetzt hier heute auch nochmal unser WLAN hier vom Platz genutzt, haben hier einen schönen Outdoor-YouTube-Filmeabend gemacht, haben uns mal andere angeguckt, das war sehr schön. Und jetzt ist es 10 Uhr, es ist ruhig hier um uns herum, es ist einigermaßen mild, aber jetzt gehen wir dann auch mal ins Bett. Also, gute Nacht. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis morgen. Wie es bei uns in Nairobi weitergeht und welche Probleme wir mit Tempo bekommen, das könnt ihr dann ab nächsten Sonntag wieder weiterverfolgen. Wir danken euch für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit und können nur sagen, wenn euch die Filme gefallen, empfehlt uns doch gerne weiter und hinterlasst uns ein Abo und einen Kommentar, denn jegliche Interaktion mit euch hilft, unserem Kanal zu wachsen. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Kwaheri, tschüss und bye bye. Ja, meine lieben Freunde, erstmal vielen Dank für die unglaublich vielen Kommentare. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich bin ein bisschen überwältigt. Das Zutrauen in mich, danke dafür, dass ihr, also ich glaube 95% haben es mir locker zugetraut, haben an meinen Fahrkünsten nicht gezweifelt, dass wenn es einer schafft, würde ich es schaffen und solche netten Dinge. Danke dafür. Und ja, aber trotzdem bin ich nicht durchgefahren. Ich fühle mich jetzt natürlich besonders wie so ein geschlagener Hund und so ein kleiner Versager und Verlierer. Ich nicht. Geht ein bisschen an mein Ego natürlich, dass ich nicht durchgefahren wäre. Ja, warum bin ich nicht durchgefahren?
fangen wir von vorne an. Die Einfahrt in den Fluss wäre jetzt kein Problem gewesen, runterzufahren. Hoch war es halt ein bisschen schlammig, aber runter wäre nicht das Problem. Auch in dem Fluss, ich bin grundsätzlich der Meinung, weil ich ja auch sehen konnte, wie der andere schon durchgefahren sind, dass das funktioniert, dass unser Wagen das macht. Problematik dabei ist einfach nur nachher der Untergrund, den man nicht sieht und nicht kennt. Manch einer hat geschrieben, ja, wäre nur schlammig und nicht tief und sowas. Ja, tief ist man relativ schnell, taucht so ein Auto mal bis hierhin ab und man sieht halt die Löcher nicht im Boden. Wir haben es einmal in Namibia gehabt, ganz flaches Wasser, vielleicht nur so tief. Ich hätte beinahe das Auto umgeschmissen, weil innen drin ein Riesenloch war. Ist er vorne schon komplett abgehoben und hätte beinahe den Flug zur Seite gemacht. Es ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich, wenn man den Untergrund nicht sehen kann. Und Da hilft es auch nicht, wenn man einmal durchläuft. genau, das ist nachher, fährt man dann doch irgendwie anders oder muss ausweichen. Man merkt vielleicht beim Fahren, es dreht, läuft nicht mehr richtig. Dann weicht man ein bisschen aus und irgendein blödes Loch kann man finden. Es kann im Wasser irgendwo noch ein Baumstamm verkeilt im Dreck sein, der sich in die Achse verhängt oder sowas. Ja, so wäre die Möglichkeit, auch im Fluss stecken zu bleiben. Im Fluss stecken bleiben, kann man sagen, nicht schlimm. Sind ja genug Autos da gewesen oder sogar ein Bagger. Das eine ist, wenn der Wagen im Fluss steckt und es halt reifentief ist, dann läuft dann irgendwann das Wasser einfach ins Auto rein. So dicht ist ein Auto nicht. Beim Fahren geht das, aber wenn der Wagen mal 5 Minuten in der Plörre drin steht, dann fängt an, das Wasser im Auto aufzusteigen und dann schwimmt alles. Ist abenteuerlich, finde ich alles natürlich auch spannend. Ich bin ja komplett bei euch, Leute, ja. Aber es ist halt auch irgendwie unser Zuhause und das komplett einzusauen ist auch blöd. Und ja, das Wasser steht nachher in der Dieselheizung, es läuft ja überall hin, also man hat relativ viel Gehässel danach. Ich hätte mich nebendran gesetzt und hätte die Füße hochgelegt. Kommt vielleicht auch noch mit hinzu, dann sind wir ja auch noch zu zweit. Hier der eine kleine Abenteurer, der auf alles Lust hat und solche Abenteuer ja auch liebt. Aber nein, ich weiß genau, wenn wir da drin stecken geblieben wären, wäre es ein riesen Abfuck gewesen. Yvonne wäre ganz schön abgefuckt, hätte mir ganz schön die Hölle heiß gemacht. Und dann muss ich mich manchmal hinterfragen, wann ist was wie wert. Und ja, Thema rausziehen. Ja, der Bagger ist da, wenn man da drin gesteckt hätte. Der Bagger, ich will mich von so einem Bagger nicht rausziehen lassen. Die Gefahr, dass dabei irgendwas kaputt geht, ist relativ groß. Das ist den Locals, ist das alles egal. Das sind meistens nicht deren Autos, ist wurscht. Aber wenn so ein Bagger mal an so einem Auto zerrt, wenn es nicht anders geht, macht man das, aber es ist nicht zu empfehlen. Auch sich von anderen rausziehen lassen, ist auch meistens nicht so elegant, wenn das läuft. Den Hang hochziehen auf der anderen Seite hätten sich keiner hochziehen können, weil die so schon kaum hochgekommen sind. Ja. Rettungsmöglichkeiten wären da gewesen, wir wären nicht alleine gewesen und wir wären noch nicht dran gestorben. Aber ja, wir haben es halt nicht gemacht in diesem Falle. Zum Schutz von unserem Zuhause. Ja, das ist auch immer so eine persönliche Abwägungssache. Ein andermal sind wir schon durchgefahren, diesmal fahren wir halt nicht durch. Das ist immer so, wie ist so die Balance auch hier im Teamtempo zwischen uns. Wer ist gerade wie motiviert, wo soll es hingehen? Gibt es Alternativen oder nicht? Alternative war da tatsächlich im Ursprung schlecht, aber wie ihr jetzt im Film gesehen habt, hatten wir das große Glück, aufgrund der Nichtquerung des Flusses tatsächlich nochmal in die Masai Mara reinzukommen. Also so gesehen haben wir eigentlich gewonnen bei der ganzen Sache. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.